Sport ist es häufig so, es geht um enge Spielsituationen, warum die Leute Coaching brauchen. Es geht nicht um das Grundsätzliche, sondern um bestimmte Situationen, wo man nicht so funktioniert, wie man das gerne hätte. Und bei Sportlern sind es in der Regel enge Spielsituationen. Wie zum Beispiel beim Tennis, weil Matchball war, bin ich unter Druck geraten, könnte so ein Satz sein. Beim Fußball, weil es einen Elfmeter oder Freistoß gab, bin ich nervös geworden. Oder auch beim Fußball, ich habe eine rote Karte gekriegt und bin ausgerastet. Bei Musikern, wie gesagt, häufig ist das Vorspielen, was den Leuten Schweißperlen auf die Stirn treibt. Und bei Führungskräften ist es der Vortrag vom Vorstand oder einfach vor vielen Menschen sprechen zu müssen. Das ist es also, was ich öfter höre, weil die Situation so war, wie sie war, habe ich nicht so reagiert, wie ich es eigentlich kann und wollte. Das heißt, im Außen, weil das Außen so war, wie es war, habe ich das nicht hingekriegt, was ich eigentlich sonst hinkriege. Das ist, wie gesagt, was ich öfter höre und das steht im krassen Gegensatz dazu, was wir bei Spitzensportlern oder allgemeiner bei High-Performern sehen können, die genau dann, wenn es darauf ankommt, voll fokussiert und voll bei der Sache sind und dann ihre Bestleistung zeigen und abrufen können. Und da habe ich auch ein Beispiel. Captain Sullys Notlandung eines Passagierflugzeuges auf dem Hudson River in 2009 ist genau so ein Beispiel. Und sicher haben wir alle noch das Bild im Kopf, als dieses Flugzeug auf dem Hudson River schwimmt und die Leute auf den Flügeln sitzen. Das Wunder vom Hudson war damals der Titel, gab es auch ein Buch dazu. Und die Frage ist, war das wirklich ein Wunder, also nicht erklärbar? Ich glaube nicht, ja, aber es ist ein Phänomen, das wir wahrscheinlich schon erklären können. Und da gucken wir jetzt nochmal genauer hin. Und ich würde dieses Beispiel von Captain Sully eben gerne nehmen als Beispiel für Sie, für euch, dass wir uns gemeinsam mal in diese Situation hineinversetzen und dabei ein anderes Verständnis für die besondere Leistung dieses Mannes bekommen, aber, und darum geht es hauptsächlich, dass Sie mit Ihren eigenen mentalen Strategien entsprechend in Kontakt kommen und da sehen, was passiert da in so einer Ausnahmesituation.